Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave, der Meister aller Klassen, ihr wisst Bescheid. Und zwar habe ich mir gedacht, warum nicht, wenn ich gerade schon eine Abschlussprüfung geschrieben habe, einfach mal den Opa noch schnell hinten dran hängen. Warum eigentlich nicht? Man ist ja crazy, oder? Da kommen wir eigentlich schon zum ersten Punkt bzw. Thema, und zwar erstmal das Mikrofon nochmal ein bisschen runter hier. Und zwar ist gerade Folgendes: Ich mache gerade nochmal, ja, habe mich doch noch in meinem hohen Alter hier entschieden, mein Ü30, doch nochmal beruflich mich umzuorientieren und bin da gerade ganz fleißig dran. Und da habe ich gerade so einen Prüfungsstress und Prüfungen ohne Ende und Gelumpe und Zeug. Funktionelle Anatomie zum Beispiel als so ein Käse wie heute, wo ich dann noch die Abschlussarbeit dann hochladen musste. Heutzutage funktioniert ja alles mit Online-Unterrichtssälen etc. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Aber genau, das nur dazu, das nimmt mich gerade sehr, sehr stark in Beschlag. Also deswegen kommt auch kein regelmäßiges Video in nächster Zeit erstmal wieder, sondern unregelmäßig. Sie werden dann halt rausgehauen von mir, wenn sie halt fertig sind. No! No! Und das ist es jetzt halt gerade leider Stand der Dinge, ist aber halt, wie gesagt, einfach ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, und der hat halt trotzdem, mein Airbrushen ist natürlich mein zweites Ein und Alles, natürlich nach Kinder, Frau und so, ihr wisst Bescheid. Aber da kommt auf jeden Fall, kommen noch Videos, also da keine Sorge, aber sie kommen jetzt halt etwas langsamer. Ihr wart halt verwöhnt, gell? Einfach verwöhnt. Ich würde mal sagen, hey, so bei 15.000, 20.000 Abonnenten, da würde das wahrscheinlich anders ablaufen. Da würde ich wahrscheinlich das auch nicht mehr machen. Also die Ausbildung. Aber ey, so ist es ja nicht. Aber ich weiß, dass trotzdem genug Leute da fleißig dabei sind und sich jedes Mal freuen, wenn Videos kommen. Und da freue ich mich natürlich auch mega drüber. Und vielen Dank dafür. Küsse gehen raus an die ganzen Jungs und Mädels da draußen. Ihr wisst Bescheid. Aber nur als kleine Information, dass bei mir halt jetzt ein bisschen ruhiger wird, zumindest mal bei YouTube und bei den anderen Portalen auch so ein bisschen. Da muss ich jetzt einfach gerade schauen, dass der Hobel läuft, und solange das dauert jetzt auch nicht, glaube ich, so lange, die stressige Zeit, vielleicht noch 8 Wochen, vielleicht noch ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Ich kann es schwer einschätzen. Vielleicht geht es auch noch länger so, da muss ich einfach mal schauen. Aber ich lasse mich da jetzt hier nicht hetzen, um dann nur irgendwie schnell was rauszuballern, wo dann einfach nicht passt. Da wisst ihr Bescheid, gell? Also da schaue ich schon, dass einfach generell das Ganze doch noch seinen Qualitätsanspruch hat. Und der neue Stuhl hier. Falsch, jemand saß auf meinem Stuhl und hat hier die Armlehnen verstellt. Das ist furchtbar. Es ist so, wie wenn man sich ins Auto setzt und jemand hat den Sitz verstellt. Da fummelt man 20 Minuten lang rum. War ich weiter vorne oder war ich weiter hinten? So ungefähr. Geiler Scheiß. Genau, das wollte ich einfach nur sagen. Macht euch da keine Sorgen, dass da gar nichts mehr kommt oder dass ich einfach von der Bildfläche verschwinde. Gottes Willen nicht. Es wird da bloß gerade ein bisschen ruhiger. Es ist gerade ein bisschen mehr Action bei mir. Ganz einfach. Und genau. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder so viel gelabert. Das werde ich jetzt auch noch im Video machen. Diesmal gar keine Pause. Ich habe einfach konstant durchgelabert, weil ich voll crazy bin. Noch etwas erkältet. Auch die Vorteile, wenn das Kind in den Kindergarten kommt, steckt alles an. Er wird zwangsläufig krank und steckt natürlich zwangsläufig mich und alle anderen an, ist ja klar. Wir werden heute richtig viel Progress beim schönen Look machen. Ich werde auch auf das Thema eingehen, was nicht so schön funktioniert hat nachher beim Einfärben. Da sind wir noch nicht dran, aber ich erzähle es euch schon mal vorher, damit ihr auch mal Bescheid wisst. Und genau, das ist erstmal alles. Lass uns mal hier, flitzen wir jetzt einfach mal zum Maltisch bzw. zum Look und machen da exakt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und genau, unterstützt mich gerne, schaut in die Infobox, da steht aller Käse drin. Da könnt ihr Discord finden, Instagram finden, da könnt ihr die unterstützenden Sachen finden, alles mögliche. Guckt einfach rein, wenn ihr Bock habt. Oder lasst es auch einfach sein. Gibt's Ärger von mir.
Ihr wisst ja, abonnieren, liken, kommentieren, den ganzen Kladderadatsch. Den könnt ihr mir natürlich noch hinterher schmeißen für dieses tolle Engagement und meine Arbeit. Eigenlob ist immer der beste Lob. Ja, zurzeit bin ich crazy, also. Das ist, glaubt ich lasse euch einfach jetzt noch nicht dorthin, ja. Nein, aber das ist, glaubt der mangelnde Schlaf, das Anwerfen meines Hirns nach ungefähr 15 Jahren nichts Schulischem mehr. Das ist gerade, also, ich bin so platt. Ah, geil. Da brauchst du am Abend kaum noch ein Bier. So, und in dem Sinne flitzen wir jetzt ab zum Luke, zum Maltisch und viel Spaß beim Video. So, und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser wunderbaren Airbrush-Reihe. Diesem wunderschönen Look. Und genau, wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich heiße euch natürlich alle wieder herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Nicht wundern, warum ich mich so ein bisschen nasal anhöre. Die Mausi von mir, die ist jetzt seit 4 Wochen im Kindergarten. Erst, mit schöner Eingewöhnungszeit und so. Und man kann sich natürlich vorstellen, bei so einem Haufen Kindern, dass das nicht lange dauert, bis die mal irgendwas mit nach Hause bringt. Und die war dann natürlich hardcore verrotzt und hat alles Mögliche gehabt. Und dann hat sie natürlich erstmal den Bub angesteckt mit seinen 3-4 Monaten, der dann auch noch zu leiden hat, zu kämpfen hatte. Und natürlich Frauchen auch. Und ich habe mich dann eiser dagegen gewehrt. Der altbewährte Trick, Geist über Materie, ich werde nicht krank. Ja, ich bin natürlich, dann hat es mich natürlich auch ein bisschen erwischt, aber Gott sei Dank diesmal noch ein bisschen leicht. Also ich bin wirklich nicht der Typ, der oft krank wird oder so, aber das war jetzt natürlich schon ein bisschen nervig, dass mich da doch jetzt auch noch erwischt hat. Ärgert mich eigentlich mehr, dass ich jetzt nachher nicht, dass ich wieder mal nicht trainieren kann. Das ärgert mich natürlich auch wieder. Und ja, mein Gott, gehört jetzt dazu. Jetzt wird aufgehört mit der Flennerei. Und ihr könnt hier mit mir aktiv dabei sein. Ihr dürft halt mir jetzt meiner Stimme zuhören. Und genau, wir machen nämlich hier jetzt schön weiter mit der Detailarbeit. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade einen Eingang so viel gelabert. Ihr werdet es wahrscheinlich gesehen oder vielleicht auch nicht gesehen haben. Aber ich habe erst mit der schwarzen Airbrush angefangen, hier mit weiß. Und da war die Düse aber so, also die sind ja eh alle am Arsch hier in dem Projekt, aber die war da irgendwie besonders fertig und die habe ich tatsächlich nochmal ein bisschen rausgenommen, nochmal ein bisschen bearbeitet, damit die nachher besser funktioniert. Und ja, der Luxus ist, wenn man mehrere Guns hat, dass man dann einfach mal on the fly wechseln kann. Und dann habe ich halt einfach die genommen, die noch leer und übrig war, die Evo. Und habe die mir dann einfach geschnappt und habe mir gedacht, dann nehme ich halt da jetzt das Weiß. Einfärben werde ich wahrscheinlich eh noch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das doch einfach. Und ihr seht, auch hier arbeiten wir wieder gekonnt und schön viele Details ein. Und zwar machen wir da wieder unsere schöne Achten und Bewegungen so ein bisschen strukturiert, ein bisschen unwillkürlich das Ganze, damit das eben, sage ich mal, eine schöne, glaubhafte Oberfläche gibt. Nicht ganz so feinporig, aber auch nicht einfach nur glatt. So habe ich einen relativ guten Mittelweg, um das Ganze irgendwie realistischer aussehen zu lassen. Und ja, da habe ich gedacht, das machen wir jetzt eben so schön weiter. Und ich komme ja noch auf den Fehler zu sprechen und da muss ich jetzt gerade mal, weil wir es gerade die Tage davon hatten, auch im Discord hat nämlich der liebe Hardy mal bei Schminke angefragt, hat den nämlich mal eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, das Weiß verstopft immer so viel, woran kann das denn liegen? Und jetzt bin ich mal gerade so frech und scroll da mal schnell hoch, wenn ich es auf die Schnelle finde. Die haben dann nämlich schön geantwortet. Und Schminke schreibt eben, vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Warum auch nicht, ja? Der von Ihnen beschriebene Effekt liegt an mehreren Gründen, die hier zusammenkommen. Durch die hohe Pigmentierung trocknet die Farbe etwas schneller im Vergleich zu den restlichen Aircolor Professionalfarben. Bei den feinen Details wird meist nur wenig Farbe mit viel Luft verarbeitet. Wird nun ein sehr geringer Abstand zum Bilduntergrund eingehalten, dann trocknet die versprühte Luft die Farbe an der Nadelspitze. Das kennen wir ja alle.
wenn das schön vorne auftrocknet und ansetzt. Diese 3 Effekte führen zu einem deutlich schnelleren Tip-Dry im Vergleich zum großflächigen Arbeiten. Also eben, wenn vorne sich schön das sammelt. Ich zupfe das immer schnell mit dem Finger weg, man kann es auch mit dem Pinsel machen. Das wollen die eigentlich nur damit sagen. Ist ja auch ganz normal, ist ja auch ganz klar, dass das ist ja bei jeder Airbrush so im Endeffekt. Eine Möglichkeit, dies zu minimieren, ist die Verwendung von AR Retreaters. Das ist nämlich dieser Entschuldigung, Zeitverzögerer oder Verzögerer, sagen wir es mal so. Dieser verzögert die Trocknung, reduziert das Tip-Dry und erlaubt eine längere Detailarbeit. Im Endeffekt ist das eigentlich kein herkömmlicher Verdünner, sondern echt so ein bisschen, nicht nur Verdünner, sondern eben der verzögert das Ganze eigentlich. Und ja, so wie ich es eigentlich schon gerade gesagt habe. Eine zweite Alternative wäre die Verwendung, und jetzt wird es interessant für unser Projekt hier, das transparente Weiß. Und ich komme da jetzt mal drauf zu sprechen. Ich werde nämlich, das ganze Bild habe ich natürlich eingefärbt. Ist ja klar, ich will es ja bunt haben. Und dafür nehme ich dann, glaube ich, ich sehe es dann, wenn ich das Video mache, rot und ein bisschen gelb. Also ich glaube 4, 5 Teile rot und dann nehme ich einen Teil gelb, damit es ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen so, ja, so einen schöneren Ton hat. Und dann habe ich mir gedacht, komm, um generell eine höhere Helligkeit hinzubekommen oder einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil ich nicht wusste, wie sich das nachher einfärbt, nicht, dass es mir zu dunkel kommt. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Also habe ich mir gedacht, komm, ich habe noch ein transparentes Weiß hier in der Bude rumliegen, nehme ich doch das dazu, das ist ja auch ein transparenter Ton, und dann kann man die 2 bzw. 3 Farbtöne zusammenmischen. Dann habe ich mir da vorab einen richtig schönen Ton gemischt, immer wieder abgecheckt auf dem Papier, und dann hat der mir gepasst und war geil. Und dann habe ich den auch genommen. Dann habe ich mir gedacht, so, der Hautton war perfekt, der war perfekt eingestellt. Was ich nicht wusste, das kommt jetzt. Da diese geringe Pigmentierung ist, lässt sich da dieses eine geringere Pigmentierung ist, lässt sich es besser im Detailbereich einsetzen. Wir reden hier immer noch von der Transparentweiß. Hierbei müssen Sie jedoch beachten, dass die Farbe eine geringe Deckfähigkeit hat. Und diese geringe Deckfähigkeit war extrem enorm viel Deckkraft. Die war richtig, richtig, richtig scheiße. Die hat ungefähr die Deckkraft, um da mal kurz drauf einzugehen. Diese transparente Weiß hat ungefähr die Deckkraft, die wir jetzt gerade benutzen, aktuell hier. Das, was ihr seht, so wie ich das Weiß selber immer verdünne und damit arbeite, ungefähr so eine Deckkraft hat das Weiß. Das Transparente. Und das wusste ich vorab natürlich nicht. Jetzt, wo ich den Dinger gelesen habe vom HD, habe ich mir gedacht, meine Fresse, ja klar, das macht natürlich Sinn, weil ich habe das natürlich alles schön gemischt und habe dann angefangen, vom Hals ab das Ding einzunebeln. Und am Hals sah das irgendwie noch gar nicht schlecht aus. Und ich habe mir gedacht, oh, das sieht gut aus, das passt, ja. Und dann habe ich es am Kinn weitergemacht und weiter, und dann dachte ich mir, fuck, das Ding covert mir viel zu viel ab. Das wird nämlich jetzt die ganzen Details, die wir jetzt hier schon überall reingemacht haben, die sehen auch noch so geil aus. Das tut mir weh, das jetzt nochmal angucken zu müssen. Aber die cover ich zu 80-90% ab, weil diese geringere Deckfähigkeit nachher, einfach wenn ihr überlegt, ich würde jetzt mit der Farbe hier einfach nochmal alles einmal abnebeln, dann ist ja klar, dann sind die Details weg. Und genau das ist im Endeffekt auch passiert. Also ich kann euch nur eingehend davor warnen, Transparentweiß mit euren anderen Transparenttönen zu mischen. Ich habe gedacht, ja, ich wusste schon, dass Weiß eine hohe Pigmentierung hat. Und das Gespräch hatte ich mit dem Chaos Nips auch schon im Vorfeld, also über das ganze Thema hier mit dem HD haben wir da bei Discord schon geschnackt drüber. Und wir waren uns da alle einig, dass das Weiß eben eine höhere Pigmentierung hat. Kenne ich auch vom Beruf her, und dann war es mir klar, dass das auch eher dazu neigt zu verstopfen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das transparente Weiß trotzdem noch so eine, sage ich mal, so eine hohe Deckkraft hat. Also ich habe mir schon gedacht, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, dass es schön transparent ist. Ich habe es ja davor schon mal kurz getestet, da hat alles gepasst über so einen schwarzen Stift oder Kugelschreiber, was ich da genommen habe. Da war das ja auch okay, aber ja, das war halt kein Vergleich zu Farbe auf Farbe. Das war richtig, richtig scheiße. Ja, und das hat mir dann, an dem Punkt hat es mir eigentlich das Bild komplett versaut, und dann habe ich im Endeffekt nochmal komplett alles nachgearbeitet und nochmal Details reingefügt. Aber ich konnte es natürlich nicht mehr in dem Detailgrad machen, den wir jetzt gerade aktuell haben. Also
Da musste ich ein bisschen zurückstecken und auch ein bisschen Details sind da leider verloren gegangen. Und das ist eigentlich so schade, weil ich da jetzt so viel Zeit und Aufwand reingesteckt habe. Der ist im Endeffekt jetzt komplett zunichte. Das mal dazu. Ja, mal ganz kurz, ganz viel ausgeholt. Und genau, jetzt haben wir eben hier, wie ihr seht, das Auge habe ich schon gemacht. Das habe ich einfach mal schnell vorgelegt, so wie bei den Lippen und unten. Ich lege das einmal ein bisschen, nicht jetzt super schlampig vor, aber einmal so ein bisschen vorlegen, damit so ein bisschen Overspray ringsrum geht. Und wenn ich dann mit Schwarz anfange, dann mache ich es detaillierter und schön geradlinig und dann gehe ich nochmal mit dem Weiß und mache die Highlights. So kann ich schön arbeiten, muss nicht viel hin und her wechseln. So arbeite ich am liebsten. Ich meine, jeder kann das ja selber machen, wie er will, aber nur damit ihr da mal Bescheid wisst. Und genau, das ist eben halt dann einfach der Fall. Und ja, was mich auch noch freut, ich konnte jemandem bei Instagram nochmal helfen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr den Namen im Kopf. Ich glaube aber, der ist doch auch bei uns ins Discord gejoint, wenn ich mich da recht entsinne. Oder auch nicht, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war da auch jemand. Ach, ich schaue mal schnell nach. Das geht mir jetzt auf den Sack, dass ich es nicht im Kopf habe. Ja, apropos nicht im Kopf haben. Ja, auf das größte Thema bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Vielleicht mache ich das noch im Opener, weil den Opener mache ich jetzt nach der Aufnahme erst. Also dann brauche ich da, glaube ich, gar nicht mehr drauf eingehen. Dann machen wir das schon im Opener. Aber dass ich natürlich einfach jetzt durch die neue Ausbildung oder halt durch die Schule, die ich da mache, eben jetzt eher weniger Zeit habe und da jetzt erstmal unregelmäßig die ganzen Sachen hier, die Videos rauskommen. Also ich lasse es natürlich jetzt nicht komplett hängen oder so, aber meine Priorität ist natürlich der Job und es muss auch passen und stimmen und wenn das jetzt mehr beansprucht, dann ist das halt so. Das hier ist ja immer noch ein Hobby für mich und genau, hätte ich jetzt, keine Ahnung, mehr wie 20.000 Abonnenten, dann wäre das wahrscheinlich wieder eine andere Geschichte, aber in dem Fall hier muss ich einfach realistisch bleiben und das macht dann wenig Sinn. Das muss schon passen mit der Arbeit und allem. Das hat natürlich alles Priorität. Tut mir natürlich auch leid, aber dafür hänge ich jetzt dann vermehrt im Discord ab mit den Jungs und quatsch halt da und guck, was ihr so treibt und macht. Finde ich ganz cool. Der Maxi, der geht wieder ab und auch der Chaos Nips, der ballert wieder geile Sachen raus. Probiert auch gerade viel Feuer oder hat Feuer gemacht. Wie gesagt, finde ich immer noch mit am schwierigsten, aber er hat es auch einfach probiert und ich meine, dafür sind wir ja da zum Probieren, zum Machen, zum Verbessern etc. Eigentlich ganz cool. So, um jetzt nochmal auf den guten Herrn einzugehen, das ist der Lars. Er ist auch im Discord, der Lars89, wenn ich das mal so sagen darf. Der hat ja auch ein Problem mit der Gun. Hat mich richtig gefreut, dass ich ihm da weiterhelfen konnte. Und da werde ich vielleicht mal so ein Quick-Tip-Tutorial draus machen, weil das ist witzigerweise mir auch schon passiert. Wenn ihr wissen wollt, was da genau vorgefallen ist oder was das Problem war oder so, dann fragt ihn gerne selber auf dem Discord-Server. Aber das finde ich, hat mir wieder Spaß gemacht, wenn ich wieder jemandem da einfach so schnell helfen konnte. Und der Witz ist, solche Probleme sind mir natürlich auch so Haufen passiert. Und nicht bei allen hatte ich irgendwie gleich einen Ratgeber oder jemand, der mir geholfen hat oder das Internet. Dr. Google, der hat auch nicht immer was parat oder irgendwelche Foren. Wobei in so scheiß Foren bin ich eigentlich fast gar nicht. Also, sorry, dass ich so sage, aber Foren sind eigentlich mittlerweile so, ja, für die Dinosaurier, ey. Wenn du im Forum was fragst, dann kommen erstmal 20 dumme Scheißantworten, bis du dann mal was halbwegs Brauchbares findest. Das ist wirklich so. Und ja, deswegen hatte ich da immer nicht so das Glück irgendwie, dass mir dann jemand da schnell helfen konnte. Ich habe dann wirklich tatsächlich viel selber rumprobiert und bei dem Lars sein Problem mit der Luft habe ich tatsächlich auch selber rumprobiert, habe einfach logisch geschlussfolgert und habe dann rausgefunden, an was es lag, konnte es beheben und alles war Paletti. Aber ich finde das schon ganz cool, wenn ihr da so einen Ansprechpartner wie mich habt. Könnt ihr mich auch gerne fragen, also wenn ich jetzt nicht gerade mitten in der Prüfung stecke, so wie die Tage oder im Prüfungsstress, dann habe ich sonst eigentlich auch immer relativ schnell Zeit und ansonsten melde ich mich ja nach 1-2 Tagen, also ist gar kein Thema. Fragt mich da gerne, aber bei komplexeren Fragen ist es natürlich besser, ihr seid gleich direkt im Discord und könnt mit mir direkt schnacken. Und dann passt das nämlich auch ganz gut. So, jetzt habe ich viel gelabert und eigentlich wenig übers Bild, oder?
Aber es plätschert eh so daneben her, so. Was quietscht denn? Entschuldigung, aber irgendwas quietscht hier ständig an meinem Tisch. Macht mich ganz wahnsinnig. So. Jetzt. Besser. Oh ja, besser. Kann ich mir kaum meine Hand ablegen, oder dass es hier quietscht. Wie bei Geppetto in der Werkstatt, hey. Was sollen denn die Nachbarn denken? Oh, jetzt macht er ja schon wieder so dreckige Sachen. Dabei nehme ich hier nur auf. Ich mache gar nichts Dreckiges. Das mache ich dann danach, Jungs und Mädels. Ja, genau. Und jetzt sehen wir hier oben, jetzt kommen wir eben schön zu dem Part. Entschuldigung, meine Nase. Ihr wisst ja Bescheid. Kommen wir natürlich oben zu dem Part mit dem Schwarz. Da sind wir natürlich jetzt schon mehr und länger dran. Aber wie ihr seht, wenn wir da einfach konstant schön detailliert und jetzt schön behutsam rangehen, dann machen wir eben schön die Schatten rein. Machen auch schöne dunkle Flächen, machen auch hier Details mit Schwarz natürlich, nicht nur mit Weiß, auch mit Schwarz Details machen und Poren und Vertiefungen reinbringen. Und dann eben nochmal gehe ich zum Ende hin gerne nochmal mit Weiß drüber und dann habe ich so im Endeffekt mal so eine gute Grundbasis für so eine Dreidimensionalität, weil das will man bei einem Porträt ja eigentlich immer haben. Eine schöne Dreidimensionalität. Das ist eigentlich immer das A und O. Jetzt muss ich mal was trinken, Jungs, Mädels. Herrlich. Und ich habe ja schon gesagt, eingangs, links ist natürlich die schöne dunkle Seite, rechts natürlich schön das ganze helle Licht auch vom Lichtschwert. Und was mir so weh tut, ist eigentlich, ich baue hier so viele schöne Details ein, wirklich. Hätte ich das am Ende, jetzt hätte ich es schwarz-weiß gelassen und hätte es dann mit Firnis eingesprüht, dann kommt natürlich nochmal der Kontrast raus. Die Ebenen werden noch deutlich besser sichtbar, also Firnis oder Öl oder Versiegelung oder Klarlack immer machen. Das hebt nochmal das Bild deutlich an, das ist wirklich so. Die Farben werden viel deutlicher und besser, vor allem bei Feuer ganz wichtig für die Farben, damit die dann besser rüberkommen. Und dann hätte das wahrscheinlich noch krasser hier ausgesehen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil dann kommen die Details noch stärker zur Geltung und dann wäre das noch geiler geworden. Und so musste ich da echt nochmal so viel nacharbeiten. Und natürlich hatte ich auch nicht mehr alles 1:1, so wie jetzt, vorliegen, sondern halt musste dann so ein bisschen arbeiten mit dem, was schon da war. Und ach, Mensch, was sag ich, das war eine Scheiße. Aber ich wollte es einfärben. Ich wollte die Farbe, ich wollte den Hautton haben, ich wollte das auch selber ausprobieren. Ich habe bis jetzt noch nicht viele Porträts mit richtig Farbe gemacht. Schon ein paar, aber es war schon länger her und gab es dann verschiedene Ansätze oder hätte ich es auch gleich ganz mit den deckenden Tönen machen sollen und so. Aber ihr wisst ja, wer meine Videos guckt, weiß, dass ich nicht so der Fan oder ja, nicht so geübt bin mit den deckenden Tönen. Das ist nicht so meins. Deswegen war ich hier auch ein Stück weit einfach wieder ein Experiment, ein bisschen gucken, wie mache ich es, wie kriege ich es hin. Und genau, dann mache ich solche Fehler und ihr könnt daraus lernen und profitieren und das dann halt einfach nicht mehr machen. Und deswegen ist das doch eine coole Sache. Also gern ein Like geben und abonnieren, kommentieren. Ja, nein, ich mache das, wie gesagt, immer noch gerne für die Jungs und für die Mädels da draußen. Also ich hoffe, ihr könnt das wertschätzen. Ist immer ein bisschen schade, wenn ich sehe, so ein Video, für das hier, was jetzt auch wieder Stunden, wo wieder, keine Ahnung, 2 Samstage und Sonntag draufgehen. Dann hast du da so deine popligen 80 Klicks drauf. Das ist wirklich so schade. Das ist auch noch so geile Qualität, schön 4K, Jungs. Und dann noch mein schönes Gelaber dazu. Also was kann es Besseres geben? Ja gut, noch ein Bier dazu. Das geht immer. Naja, aber es ist so schade eigentlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kriege so oft die Frage, ja, auch bei Instagram, mein Gott, Alter, geile Bilder. Warum hast du nur so wenig Aufmerksamkeit? Ich frage mich nicht. Es ist, glaube ich, einfach kunsttechnisch der Markt sowieso schon so krass übersättigt. Ich kann es selber schon bei Instagram kaum noch sehen. Jedes zweite Kackfurz-Video ist irgendwas mit einem dummen Scheiß, Zeitraffer Mist oder so. Also da bin ich echt auch schon selber übersättigt, um ehrlich zu sein. Und dann denke ich mir, ja gut, ich mache schon geile Bilder, aber ich steche halt auch nicht so
ich habe schon so meinen Stil, aber man sticht da heutzutage natürlich auch nicht unbedingt gerade empor wie nochmal was. Also ich weiß nicht, die Leute stellen sich das, glaube ich, leichter vor, als es am Ende des Tages ist. Deswegen, ja, gar nicht so einfach. Und ja, da kriege ich aber immer wieder so, ja, oh, so wenig oder hier, wenn manche abonnieren meinen Kanal, freut mich ja erstmal guter Move. Und dann kriege ich irgendwelche E-Mails so, die Brigitte schreibt dann, ja, hier, super geil, aber warum hast du nur so wenig Abonnenten? Da schreibe ich zurück, weiß ich nicht. Brigitte, frag mich was Leichteres. Genau, ungefähr so läuft das ungefähr ab. Ja, machen wir hier im Auge nochmal, was das Auge mal sofort richtig gut macht, sind Lichteffekte, die Spiegelungen in der Iris immer. Ja gut, wenn Sie vom Bahnhof, von Frankfurt mit dem Zug, von Hannover mit dem Zug fahren, ungefähr so habe ich mich jetzt gerade gefühlt. Wenn ich könnte, würde ich hier den Einspieler bringen, aber das ist mir jetzt viel Arbeit. Und wow, einmal hier kommt wieder schnell der Wegwischfinger zum Einsatz. Habt ihr das gesehen? Das war gerade mal ein richtig gehöriger Flätschen. Ein Grund dafür ist natürlich das Dip Dry, das vorne natürlich alles schön ansetzt. Das zweite ist natürlich die kaputte Düse. Und das dritte ist natürlich, weil ich unachtsam bin und nicht aufgepasst habe und es dann voll raussümmelt. Der einzigste Vorteil an der ganzen Geschichte jetzt gerade ist, dass ich beide Töne immer verdünne. Das wisst ihr aber. Das wisst ihr, ich sag's immer wieder für die Neuzugänge, die dann doch mal reinschauen oder so. Die Farbe wird immer verdünnt und das war jetzt gerade der einzigste Lebensretter, weil die Farbe so verdünnt sich schneller noch wegwischen lässt. Sie ist noch relativ lange nass und feucht. Und ey, ich glaube, der Hustensaft war irgendwie heute zu viel. Und da lässt sich das schnell wegwischen und es ist kaum aufgefallen. Also gerade in dem Areal ist jetzt dunkel. Ich meine, wenn es jetzt auf irgendwas Hellerem passiert wäre, wäre das sicher nicht so geil, aber ihr versteht schon. Und genau, jetzt sehen wir gerade relativ wenig, weil ich die Kamera nicht mehr nachjustiert habe. Etwas, was mir noch häufiger, also nicht hier häufiger, aber was mir noch öfters passiert, wenn ich natürlich nicht das Gesamtbild drauf habe, weil ich gerne von A nach B springe. Also ich muss mich da schon immer ein bisschen zusammenreißen, auch gerade bei den Videos, dass ich das nicht komplett randalieren ausarte und dann einfach von einem Eck zum anderen juck. Mache ich ganz gerne eigentlich, weil wenn ich brush und dann sehe ich da unten, ach, da ist noch was, das stimmt nicht, dann fange ich da kurz an und aus dem Kurz wird dann mal wieder ein ganzes Bereich oder Areal und dann ist das nicht ganz so cool, aber es war jetzt ja Gott sei Dank minimal und ja, ich habe jetzt oben noch die Augenbrauen nachgezogen, schön nachgezogen und nachgemacht, auch wenn man sie gar nicht so sieht, auch wenn da nachher noch mehr Schatten hinkommen oder so, ich mache es trotzdem. Nicht, weil ich es muss, sondern weil das meinen inneren Monk befriedigt, wenn ich das mache. Es muss alles korrekt sein. Es muss alles seinen Platz haben. Also es muss System haben. Es muss nicht perfekt aussehen alles, aber es muss mein System haben. Nur ein Genie beherrscht das Chaos. Ja, als Künstler muss man sowieso ein bisschen verrückt sein, aber was erzähle ich euch da? Ihr, die das hier anguckt, ihr seid ja auch irgendwo Künstler. Egal, ob ihr gerade angefangen habt oder schon länger dabei seid oder so Profis seid wie der Hardy und der Nils, ja. Dann sind wir alle ein bisschen Bluna. Gott, ey, seine alten Werbungen sind der Hammer. Die sind der Shit. Um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Jugendslang. Ach Gott, ja, bin ich ja auch schon sowas von draußen. Aber so ist das. Jetzt machen wir hier nochmal, jetzt habe ich nämlich, schaut mal, jetzt habe ich hier links, habe ich mich hochgearbeitet, habe das Auge gemacht, oben schon mal ein bisschen so die Stirn angelegt und dann bin ich jetzt eben wieder zum Nasenbein zurück und schön zwischen die Augen und vervollständige das jetzt. Und das Ding ist natürlich unten, der Mund, der war jetzt eben schon schön angelegt, die Nase unten war schön angelegt, aber das Nasenbein war jetzt, das habe ich noch relativ offen gelassen. Auch mit Absicht, weil ich eben unten relativ eine helle und schöne Pigmentierung habe und einen schönen Verlauf, auch rechts und links hier eben, da seht ihr, da ist ja eben mehr dunkel und so. Und wenn ich jetzt eben hochgehe,
Dann zur Nase, dann kann ich das besser von der Intensität der Helligkeit einstellen. Und das war mir eben wichtig, dass das eben stimmig ist. Und stimmig kann ich das nur machen, wenn es direkt nebeneinander liegt und nicht einfach im Vorfeld. Also habe ich eben die Nase bewusst oben gelassen und mich jetzt erstmal so ein bisschen links herum gearbeitet, damit die Nase, das Nasenbein, auf jeden Fall Kontakt hat zu der Haut. Damit ich da eben jetzt, wie gesagt, schon eben einen schöneren Abgleich machen kann. Klar liegt das im Dunkeln und so, aber dann, ihr versteht, glaube ich, schon, was ich meine, einfach, um das Ganze schön anzupassen. Und so haben wir das nämlich eben gemacht. Und dann kann man nämlich so arbeiten, kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr da noch nicht so sicher seid. Aber dann generell einfach von unten arbeiten. Dann tut ihr euch deutlich leichter. Und ich finde, Entschuldigung, die scheiß Nase. Ich finde erst die Pollen, hey, bei Teil 1 und kaum ist das überstanden, man freut sich, dann kommt der Grippebomber da nach Hause und oh, die hat mir auch ganz dezent ungefähr 5-mal ins Gesicht genießt, so, wenn ich sie dann mal gewickelt habe oder, keine Ahnung, gerade hochgenommen und dann, Papi, okay, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn ich jetzt nicht krank werde, dann weiß ich aber auch nicht. Das war dann nur noch die Frage der Zeit. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wisst ihr das? Sprichwörtlich den Faden, aber ist ja wurscht. Ich habe noch genug anderes zu quatschen. Wir sehen schön hier, 21:25 Uhr habe ich das gemacht. Schön nach dem Schaffen noch, mich reingesetzt und 1 Stunde, 2 dran geballert oder länger. Da bin ich ja ziemlich krank unterwegs. Und hier rechts seht ihr schön mein Metal-Slug-Typen mit Bügelperlen gemacht. Das ist ein ganz cooles Geschenk gewesen. Richtig nice, das ist so cool. Mit dem Daumen nach oben. Also der Junge zeigt euch schon, was ihr machen müsst. Daumen nach oben. Sonst gibt es so ein Feuerball, Junge. So. Also ich weiß nicht, heute bin ich wieder echt. Heute habe ich Lack gesoffen, glaube ich. Bisschen zu viel wie sonst. Prost. So, jetzt passiert gerade nicht viel. Jetzt switche ich, glaube ich, noch mal ein bisschen oder mache die sauber zwischendrin. Ich habe an dem Projekt relativ viele Pausen gemacht. Mit Pause meine ich halt Tage, wo ich dann immer wieder angefangen habe und aufgehört habe. Hier weiß ich jetzt nicht. Hier habe ich, glaube ich, ein bisschen konstanter gearbeitet in dem Teil. Und genau, da bin ich ein bisschen konstanter unterwegs. Und wenn natürlich dann mal irgendwas hängt oder so, dann ist es immer ein bisschen blöd. Wenn dann mal die Gang nicht will. Die Gun. Heieiei. Wenn die da mal nicht will, dann ist natürlich hier mal kurz am Rumfummeln und so ein Zeug. Und jetzt sehe ich gerade, da habe ich ja noch wieder meinen Bart und mein Schnurrbart. Das Video ist schon ein Weilchen her. Hat mich dann doch wieder angekotzt. Ich weiß nicht, was mein Bart angeht, immer mal lasse ich ihn wachsen, bis er 20 Zentimeter lang ist und dann von heute auf morgen rasiere ich mir einfach wieder ab, weil er mir auf den Sack geht. Hat jetzt hier mal ein bisschen nicht so lange gedauert, bis er mir auf den Sack gegangen ist. Das war dann so ein Abend, wo ich dann im Bett lag, wo es dann noch wärmer war und dann mich die ganze Zeit der eigene Bart gekitzelt hat am Hals und alles und mir dann so auf den Sack ging, dass ich dann aufgestanden bin und abrasiert habe. Ach, perfekt. So, und jetzt machen wir das Ganze noch schön auf der rechten Seite. Wir bringen wieder Struktur rein. Rechts sitzt auf der Wange, beziehungsweise von ihm aus gesehen links. Da bringen wir jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Details rein und mehr Punkte, mehr Poren, weil wir natürlich hier die Helligkeit haben, das höhere Licht und dadurch natürlich auch mehr Details sichtbar sind. Sowas einfach einmal im Hinterkopf haben, wenn ihr an sowas arbeitet, an so einem Porträt. Wo kommt das Licht her? Wo sind Details sichtbarer? Wo gehen sie eher runter? Etc. Aber wie gesagt, wenn es euch zu schwer ist, einfach die Grafikoption ein bisschen runterdrehen. Auf Low Details und dann passt das schon. Dann nehmt ihr nur Verläufe und dann ist das, also immer Spaß beiseite, aber dann ist das völlig legitim, wenn ihr mehr Flächenverläufe macht. Am Anfang müsst ihr ja nicht natürlich gleich sowas machen. Also ihr könnt das Bild schon machen, aber ihr macht dann halt einfach mehr schöne Verläufe.
schöne Flächen. Dann habt ihr auch erstmal ein schönes Porträt und habt es deutlich einfacher. Und mit einfach meine ich, ist ein Porträt immer noch schwer genug, weil ein Porträt ist gar nicht so ohne. Und der Hardy, der macht das gerade aktuell ganz viel. Der hat jetzt gerade Terence Hill gemacht. Das sieht auch sehr cool aus. Ein sehr cooles Porträt geworden. Das könnt ihr euch gerne mal reinziehen auf Discord. Wenn ihr euch fragt, wie ihr da hinkommt, unter jeder Infobox, hey, unter jedem Video in der Infobox, da findet ihr ganz unten mein Instagram, mein YouTube-Link, Instagram und Pinterest, wo ich ja auch noch drauf bin, und eben auch den Link von Discord. Und wenn ihr den anklickt, dann könnt ihr euch quasi ein Einladungslink, dann könnt ihr einfach meinem Discord joinen. Das könnt ihr einfach anklicken, schon passt das. Und das könnt ihr auch am Handy machen, funktioniert da genauso, müsst ihr einfach nur die App runterladen, dann passt das auch ganz gut. Und wie gesagt, in der Infobox sind eigentlich viele hilfreiche Informationen für euch. Da ist mein Setup drin, da sind die Produkte drin, die ich benutze. Schön alle, funktionieren auch alle gut. Und da könnt ihr euch das dann anschauen. Da sind auch Links zum Affiliate-Scheiß-Links und der Link zum Shop, wenn ihr da mal reinschauen wollt, etc. Also der Infobox ist eigentlich nicht irgendwelcher Nonsens oder Müll drin, sondern da sind eigentlich alle relevanten Sachen drin, die ihr wissen solltet, wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert oder wenn ihr, wie gesagt, da rein joinen wollt. Macht das gerne. Und dann schauen wir uns das an. Und wie gesagt, dadurch, dass jetzt ein bisschen unregelmäßiger die Videos kommen, wäre es schon ganz schön, wenn ihr Lust habt, dann wenigstens am Wochenende. Samstag bin ich trotzdem fast immer noch jede Woche 19 bis 20 Uhr online oder am Freitag noch Abend oder so. Oder dann am Sonntag schaue ich auch noch ganz gern rein. Dann kann man sich trotzdem noch ein bisschen unterhalten und so. Und das ist schon ganz cool. Nicht wäre schon ganz cool, sondern ist ganz cool. Da bringen wir natürlich, wie ihr gesehen habt, jetzt ein paar Falten unterm Auge rein. Natürlich auch nicht so krass. Wir wollen natürlich keinen Alkoholiker-Look, der aussieht, als hätte er irgendwie 30 Jahre gesoffen und hätte Augenringe bis zum Jupiter runter, sondern da machen wir leichte weiße Striche rein. Und wenn die zu viel werden, dann covern wir einfach mit einem gekonnten Abstand nochmal ein bisschen drüber und schon nehmen wir das Ganze wieder ein bisschen raus. Das sind aber alles so Erfahrungswerte, die man dann sammelt, wenn man dann seine Jahre airbrusht. Wobei Jahre ist auch schon wieder übertrieben, wenn ich sehe, wie die Jungs hier abgehen und Fortschritte machen, dann kann man mit viel Übung eigentlich auch schon sehr schnell sehr weit kommen. Der Punkt ist immer nur, jeder hat irgendwo so seinen Punkt, wo es dann mal nicht so läuft oder nicht weiterkommt. Und da könnt ihr euch selber helfen, indem ihr einfach die Jungs selber fragt oder mich. Und dann kommt ihr da auch weiter und dann habt ihr da keine Probleme mehr. Das ist eigentlich das Wichtige oder Interessante daran. So, jetzt muss ich aber hier einmal kurz Pause machen, weil die Nachbarin mich ganz doof anglotzt, weil ich den Rollladen nicht runtergemacht habe, was ich hier von meinem Rechner so reinbrüll und jetzt fühle ich mich irgendwie ganz komisch beobachtet. Vielleicht sollte ich mich jetzt einfach nackt ausziehen und ein bisschen Samba tanzen. Dann, hey Nachbarin, Samba, Samba. Wobei, da will ich nicht, dass sie rüberkommt. So, da bin ich schon wieder zurück. Für euch hat sich gar nichts geändert, weil die Aufnahme beginnt direkt da wo sie aufgehört hat. Ja, aber Nachbarn sind eigentlich keine Nachbarn in dem Sinn, weil das sind eigentlich Feriengäste von dem Hotel drin. Und ja, die glotzen eigentlich immer rüber. Und umgekehrt. Was ich ganz spannend oder ganz witzig finde, das schöne Badefenster oder das Fenster zum Bad hin ist direkt zu meiner Sichtweite und man hat da so schönes Fenster drin, wie man sie halt kennt. Die sind aber richtig, glaube ich, aus den 70ern oder so, oder aus den 80ern, die halt so ein bisschen gewellt sind. Also, oder so, nicht gewellt, sondern so ein bisschen verkrümmt irgendwie, keine Ahnung. Halt, ihr kennt es so, damit man halt keine Jalousie braucht oder Vorhänge und man sieht halt trotzdem nichts. Das Problem bei dem Ding ist,
man sieht halt alles Mögliche dadurch. Das ist einfach, da kommt der Spanner Dave. Der erste Kommentar, den ich lese, nein. Aber selbst wenn ich in der Küche bin und koche abends, das sieht man da öfters mehr, als man sehen möchte. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich meine, wir sind aus dem Alter raus, aber lustig ist es irgendwie trotzdem. Da habe ich schon so einige lustige Sachen gesehen. Vor allem die Leute sich da so schön unbeobachtet fühlen. Einfach nur herrlich. Hat schon für den einen oder anderen sehr unterhaltsamen Abend gesorgt. Ach ja, solche lustigen Sachen. So was darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ich mache es halt trotzdem einfach, weil es mir scheißegal ist. Shit of this. Genau. So. Jetzt sind wir mal wieder. Wie sind wir jetzt eigentlich von Airbrushen zu nackten Leuten gekommen? Was heißt, okay, nicht unbedingt immer nackte. Egal. Machen wir mal weiter. Ihr seht jetzt, mit dem hackligen, futzligen Gearbeitet kommen wir relativ schnell voran. Wir haben jetzt hier natürlich eine relativ schnelle Fläche, können wir damit bearbeiten. Und wir haben natürlich eine schöne Struktur. Ich will auch gar nicht zu viel geben. Ich meine jetzt so gerade das Nasenbein rechts unterm Augenlid und so ein bisschen neben dem Augenlid, da ist schon ein bisschen mehr Details. Das ist auch das meiste Licht. Aber zur Backe hin wollte ich jetzt nicht diese Details zu extrem weitermachen, weil das komisch aussehen würde vom Rest. Ich meine, die Hautporen sind natürlich, wenn man die darstellen möchte, müsste ich jetzt noch viel kleinteiliger arbeiten oder müsste ich das also überall machen, damit das natürlich stimmig aussieht. Wenn ich da jetzt anfange, natürlich so minimale Poren einzuarbeiten, dann beim Rest nicht, dann sieht das eher aus wie, keine Ahnung, irgendwelche Pickel oder Verbrennung oder keine Ahnung was. Deswegen machen wir jetzt hier auch einfach eine schöne Struktur rein und machen das nicht einfach nur glatt, aber auch nicht zu krass. Also so ein guter Mittelweg, wie ich ja schon gesagt habe. Dann haben wir da nämlich schöne, ausgewogene Details. Und ja, ihr seht jetzt, das Nasenloch sieht schon deutlich besser unten aus. Ja? Dadurch, dass jetzt der Schatten da ist, etc., passt das nämlich ganz gut. Und da werde ich, glaube ich, dann nochmal nacharbeiten müssen, vor allem wenn ich das Ganze schön einmal versaut habe mit der Farbe. Mit dem schönen Hautton. Ah, der Hautton war schon gut. Da habe ich viel rumgemischt. Ich meine, danach mische ich den halt ohne transparentes Weiß, aber mit Rot und Gelb halt. Und das hat auch sehr gut gepasst. Also ich habe da auch ein bisschen lange rum überlegt, wie ich einen Hautton machen soll. Ich meine, ich habe mir natürlich auch mal im Netz angeguckt, was man da alles machen kann und so, habe da Verschiedenes ausprobiert. Aber mit dem bin ich nachher am besten zurechtgekommen. Und ja, jetzt machen wir nochmal hier ein bisschen schlampig das Ohr schnell. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier mal ins Mic huste, eure armen Ohren, hey. Ich versuche natürlich, so wenig wie möglich da rein zu husten und so, damit euch nicht die Ohren zerfetzen, wenn ihr Kopfhörer hier euch das mit Kopfhörern anguckt. Ich ziehe mir das ja mal alles bei YouTube ganz gerne mal am Fernseher rein. So, genau. Jetzt haben wir nämlich, und das meinte jetzt, haben wir am Endeffekt gar nicht mehr so viel, was wir noch machen müssen. Hauttechnisch gesehen. Wir müssen natürlich nur das Auge fertig machen, die Augenbraue und dann eben noch die Stirn. Und in der Stirn arbeiten wir natürlich ein bisschen über das gezeichnete Haar, damit wir nachher, wenn wir die Haare machen, einfach einen schöneren Abschluss haben und da auch ein bisschen noch die Haut durchscheinen kann. Wenn wir das natürlich so abrupt da machen, sieht das nicht so geil aus. Deswegen arbeite ich da bewusst ein bisschen arg mit Overspray drüber. Sieht man schon auf der linken Seite über dem linken Auge schon ganz gut. Und deswegen machen wir das natürlich jetzt dann später auch noch. Aber dann haben wir gar nicht mehr so viel. Und dann ist eigentlich schon, sage ich mal, der schwierigste Part vom Porträt eigentlich schon geschafft. Nämlich das Gesicht. Das ist ja immer wirklich die Kunst, das, sage ich mal, gleichförmig und ja, einfach dreidimensional darzustellen. Für mich mittlerweile eigentlich relativ einfach. Aber ich bin jetzt halt daran, einfach mehr und mehr immer mein Detailgrad mal aufzudrehen, wie weit ich das noch spitzen kann.
Aber ich glaube, dafür werde ich dann irgendwann mal auch noch eine feineres Düsenset brauchen, in 0,15 oder vielleicht mal noch für das Gesamtpaket mir vielleicht mal noch eine Infinity rauslassen, muss ich mir mal anschauen. Und dann kann ich vielleicht noch detaillierter arbeiten. Habe ich natürlich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die Schminkefarben so mit der 0,15er reagieren, aber vor allem beim Weiß interessiert es mich natürlich extrem, ob das natürlich nachher nur noch verstopft wegen der Pigmentierung oder nicht. Aber ich werde mir demnächst auch mal, das habe ich ja mit dem Nils mal gequatscht, mal die Createx ausprobieren, zumindest mal das Schwarz und Weiß. Das wird jetzt natürlich nicht gleich passieren, sondern das dauert jetzt auf jeden Fall noch. Zumal ich nach dem Video hier noch ein komplett anderes Bild gemalt habe, was ich auch schon im Kasten habe, aber natürlich noch nicht geschnitten, noch gar nichts. Ich meine, es wird noch eine Weile lang dauern, bis dann mal ein Video kommt, wo ich die dann mal benutze. Aber bis dahin werde ich sie auf jeden Fall definitiv schon haben. Und genau. Dann schaue ich mir die mal an, ob die vielleicht besser durchgehen. Ich meine, Createx kennt ja im Airbrush-Bereich, glaube ich, so gut wie jeder. Die sind da, glaube ich, nicht ohne auch relativ gut am Start. Oder Marktführer, glaube ich sogar. Also ich sehe und lese ja immer. Ähnlich wie bei Iwata, das ist eigentlich auch gefühlt so, gerade bei Instagram und allem so, eigentlich, ich glaube, die Premium-Marke für Airbrush Guns. Ich habe keine Ahnung. Gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, so die Createx und Iwata, die sieht man ja immer. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ich glaube, die haben schon eine ganz gute Qualität. Und dann schaue ich mir das einfach mal an, wie das so abgeht. Wie ich da zurechtkomme. Vielleicht funktionieren die noch besser, vielleicht switche ich da nochmal um. Keine Ahnung. Wenn ich da natürlich noch mit präziser, noch feiner arbeiten kann, dann bin ich natürlich nicht abgeneigt, die zu nutzen. Ist ja klar. Aber noch habe ich genug auch von den Schminkefarben bis in die Unendlichkeit. Und viele unterschätzen, dass so eine 28 Milliliter Farbe eigentlich sehr ergiebig ist und sehr lange hält. Das Gespräch hatte ich mit dem HDS, dass die eigentlich mega lang halten. Und wenn ihr euch dann eine 250 Pulle schwarz und weiß rauslasst, dann, also Deck schwarz und Deck weiß, und ihr macht da erstmal nur schwarz-weiß Sachen, was ich sowieso empfehlen würde für den Anfang, nicht gleich mit Farbe rum experimentieren, bis zum geht nicht mehr, geht meistens in die Hose oder nimmt dann nur einen Ton, ein Blau oder nur ein Grün oder so für den Anfang. Aber dann habt ihr so viel Farbe, da könnt ihr tausende Bilder mitmalen. Also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon hier diese 250 Milliliter Pullen beide noch dastehen habe. Beide haben jetzt noch ein Viertel drin oder so. Also ich glaube sogar, die Weiß geht jetzt mal langsam dem Ende zu. Und ich weiß wirklich nicht, wie viele gefühlte Jahre die hier schon rumsteht bei mir. Da müsste ich mal auf die Bestellung schauen, wie lange das zurückliegt. Aber das ist wirklich mega ergiebig. Da könnt ihr dann richtig, richtig lange was mitmachen. Also da auch nicht Schiss haben, dass ihr da irgendwie, dass die Farbe dann nach 2 Minuten leer ist. Und so eine 28 Milliliter Flasche hebt auch schon ewig, wirklich ewig. Und Farben, die transparenten, wenn man die nicht so viel nutzt, dann sowieso schon 3-mal. Ich meine, ich habe Farben noch bei mir hier in meinem Dingens hier drin stecken. Die sind teilweise alle noch randvoll, weil ich die selten benutze. Da habe ich auch noch die geilen Candies dazu, also die werden die noch weniger genutzt. Also nicht die Candies, sondern die anderen Farben. Die Candies, die nehme ich ganz gern, die sind geil. Die Candy-Farben von der Schminke finde ich doch deutlich besser als die normal transparenten. Also wenn ihr da sich mal ein Blau holt, dann checkt auch gerne mal das ab. Das sind ziemlich coole Farben. Also die stechen nochmal ein bisschen hervor. Um das nochmal kurz gesagt zu haben. In die Farben gehe ich übrigens noch viel, viel mehr ein in meinem Airbrush Farben Tutorial 2.0. Da ergänze ich noch Teil 1 und komme auch nochmal genau auf die Candies zu sprechen und so. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Sehr informativ, sehr hilfreich, vor allem für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Dann habt ihr da einen viel besseren Durchblick. Generell schaut gerne mal in meine Playlist rein. Ich habe, glaube ich, mittlerweile um die fast 90 Videos, davon ungefähr 40 Zeitraffer und eben der Rest Tutorials. Also wirklich, wirklich viel Holz. Viel Holz für euch.
Damit könnt ihr, glaube ich, schon einiges anfangen und hast sicher für jeden irgendwas dabei. Vor allem Erklärsachen und Quick-Tipps und so weiter. Also schaut da gerne mal rein. Und lasst mir überall einen Daumen da. Schreibt überall rein, geile Sau. Okay, nicht geile Sau, das wird von YouTube wahrscheinlich automatisch gelöscht. Genau. Ja, YouTube ist mittlerweile soweit. Die löschen, glaube ich, so. Oder Beleidigungen und so werden sowieso immer gleich gelöscht. Wenn jemand dann irgendwas Unschönes schreibt, dann werden die Sachen gleich gelöscht. Ich sehe es dann zwar nicht mehr, was geschrieben wurde, aber ich sehe halt, dass YouTube das automatisch gelöscht hat. Das ist schon ganz cool. Es gibt immer nette und nicht so nette Leute da draußen. Aber mei, das ist mir auch klar bei so einer Plattform. Jeder kann seine Meinung haben. Ich habe auch meine. Leben und leben lassen, würde ich mal sagen, wa? So. Jetzt bringen wir rechts Dreidimensionalität rein. Und wie machen wir das? Genau, richtig geraten, mit Schwarz, mit Schatten. Wo hast du wohl einen Schatten, Mensch? Ja, wir machen da richtig schön Schatten. Machen wir nochmal ein bisschen ins Ohr, weil da habe ich ein bisschen Fehler gemacht von der, vom Aussehen her. Ich meine, es fällt keiner Sau auf, aber mir ist dann aufgefallen, dass ich das Innere so ein bisschen falsch vorgelegt habe und ja, schön Teufel-Kopfhörer. Ja, richtig geile Dinger. Schön Voice Cancelling oder wie das heißt oder irgendwie, nicht Voice Cancelling, sondern halt so Rauschunterdrückung haben die. Also richtig fein. Wenn dann die Kinder schreien, das Baby schreit und die Frau gackert, dann hocke ich in meinem Airbrush-Zimmer, mache die Lautstärke 1 höher und mache das Ding an. Und dann höre ich nichts mehr außer dem, was auf den Boxen läuft. Das ist Urlaub für den Kopf. Die habe ich ja schon lange, die sind echt gut, die gefallen mir. Das sind hier meine Rechner-Kopfhörer. Ja, jetzt korrigiere ich dann ein bisschen das Ohr und dann haben wir nämlich nur noch das schöne Äuglein, was wir noch machen. Und ja, Details bringe ich noch, weil da muss ich schon wieder hier Werbung durch Produktplatzierung reinbringen, sonst pisst mich YouTube wieder an hier, dass ich hier Werbung gemacht habe irgendwie. Als ob ich das jetzt bewusst gemacht hätte, oder? Das ist hier kein Tatort oder so. Ohoho, da liegt eine Leiche. Was machen wir denn jetzt nur? So ungefähr. Naja, gegen Tatort darf ich ja gar nichts sagen. Meine Zuschauer, die sind ja alle 50 plus, da gucken bestimmt viele Tatort. Ich gucke schon sicher seit 4 oder 5 Jahren kein Fernsehen, kein Free-TV mehr. Also Fernsehen gucke ich viel, aber kein regionales oder normales Fernsehprogramm. Nichts, Nachrichten auch nicht, interessiert mich nicht mehr. Macht mich nur kirre im Kopf. Ich bin echt jemand, ich gucke viel YouTube, ich mache selber YouTube, ich schaue gerne YouTube viel. Ich habe Netflix, ich habe Disney Plus und Amazon Prime und das reicht mir Vollgas. Ich schaue gerne Serien. Ich habe jetzt gerade immer alle haben gesagt, wow, Breaking Bad, so eine geile Serie, Breaking Bad ist der Shit und so. Und dann habe ich die angefangen und fand das am Anfang schon so ganz cool, wie die Leiche da so durch die Bude platzt bei denen und so, weil der Jesse da Scheiße baut und alles. Fand das schon ganz cool und dann habe ich aber irgendwie aufgehört und haben dann so, irgendwie hat es mich dann nicht so gecatcht. Ich weiß nicht, war nicht so eine Zeit, wo ich nicht so, also nicht die Qualität schlecht war, sondern ich einfach irgendwie nicht so Bock hatte auf die ganze Thematik mit Drogen und allem und so. Da hatte ich irgendwie einfach nicht so den Groove drauf. Und vor kurzem habe ich mir abends gedacht, was machst du, guckst du heute an? Und dann, ach ja, warum eigentlich nicht? Habe ich da so wieder angefangen mit da weiter zu gucken und binge die Serie jetzt durch, bin fast am Ende und baller mir da eine Folge nach der anderen teilweise rein, weil ich es so geil finde. Das ist so eine coole Serie. Ich finde sie richtig geil. Das ist natürlich auch schon ziemlich alt, aber wenn ihr sie da draußen noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch gerne an. Sie ist sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Oh, vielleicht mache ich da auch mal ein Bild. Das ist schon ganz geil. Der Heisenberg hier.
So, wir machen hier an dem Auge. Das haben wir links auch schon gemacht. Ihr habt es bloß nicht gesehen. Zählt mir nicht, dass ihr es gesehen habt. Machen wir natürlich die Wimpern. Hier jetzt natürlich sehen sie ein bisschen krasser aus. Wir nehmen es dann schon nochmal ein bisschen runter. Aber die Wimpern sind natürlich da. Die gehören zum Auge, die gehören auch da dazu. Ich halte mich da einfach ans Referenzbild, aber ich lasse sie unten trotzdem recht klein und oben halt ein bisschen stärker. Aber hier muss man natürlich aufpassen, dass es nachher nicht aussieht wie so ein Eyeliner oder so ein Kajalstift. Dann haben wir hier einen sehr komischen Look, würde ich sagen. Mit so einem Make-up. Dann macht man den am besten noch so pinke Lippenstift oder so. Hallo Jungs, ich bin's, euer Luke. Ich habe mein Lichtschwert dabei. Geil. Ja. Alles nur Spaß, ja. Braucht sich hier hoffentlich keiner angegriffen fühlen. Ein bisschen Spaß muss sein und den nehme ich mir auch. Den nehme ich mir doch. So. Da auch wieder am Augapfel. Den Augapfel natürlich nicht, so wie jetzt rechts, wenn ihr euch den mal anschaut, nie so lassen, sondern immer so machen wie auf der linken Seite. Den ringsrum ein bisschen runternehmen, ein bisschen hier auch ein bisschen in der Mitte, damit er auch Dreidimensionalität hinkriegt. Auch bei Zähnen kann ich das euch auch nur empfehlen, wenn ihr ein Porträt macht, wo Zähne sichtbar sind. Lasst die nie einfach komplett weiß. Das sieht einfach nicht natürlich aus. Das Referenzbild, wenn es nicht gerade irgendein Celebrity ist, der sich hier die Zähne für 20.000 Euro weiß gemacht hat und korrigiert hat und da irgendwelche Prothesen drauf hat, dann sind die in der Regel ja auch nicht so. Beziehungsweise ist ja auch immer ein Schatten vorhanden. Also baut wenigstens den Schatten mit ein, wenn ihr die Zähne schön weiß lassen wollt, ist ja auch okay. Aber dann baut schön wenigstens die Schatten von der Lippe ein bisschen mit ein. Bringt da ein bisschen Dynamik, ein bisschen rein. Nicht, dass es nachher aussieht wie, keine Ahnung, das ist wie so ein gruseliger Clown oder so. Also da kann ich euch auch noch empfehlen, wie Augapfel, wie Zähne einfach nicht zu krass weiß machen. Das sieht nachher nicht ganz so geil aus. Da müsst ihr einfach ein bisschen Obacht drauf geben, wie ich so schön sage. Ein bisschen Obacht. Und dann sieht das, und wenn ihr das jetzt anguckt, sieht das schon viel besser aus. Viel, viel besser als vorher. Ich meine, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen lackdunkel. Vielleicht mache ich das auch nachher noch mal ein bisschen heller. Und genau. Gut, durchs Einfärben und dadurch arbeiten wir nochmal prinzipiell mit Weiß und nochmal mit Farbe. Das Einfärben ist ja nicht nur das Ganze jetzt einmal einfärben und das wird so gelassen, sondern es wird ja eingefärbt und dann arbeiten wir natürlich wieder mit Schwarz und Weiß, färben eventuell nochmal ein und so weiter, damit wir da auch mit der Farbe nochmal so eine höhere Schichten hinkriegen und mit höheren Schichten einfach auch mehr Detailtiefe. Das ist eigentlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, jetzt gerade hier auch. Das wird nicht nur einmal eingefärbt und dann hat sich das erledigt, sondern da müssen natürlich auch ein bisschen Farbvarianzen reinbringen und auch nicht nur hier die Struktur. Ich meine, hier mit Schwarz und Weiß mache ich natürlich schon einen Helligkeitsunterschied, was beim Einfärben natürlich auch sichtbar wird. Aber die Haut hat natürlich auch unterschiedliche, sag ich mal, also Altersflecken und auch da, wo es gerafft ist, ist es ein bisschen dunkler. Das kann man natürlich schon auch damit machen, dass man die Stellen dann mehr einfärbt, weil transparente Farben, und das dürft ihr auch nicht vergessen, haben ja eine Helligkeitsskala, zumindest bei der Schminke, das sieht man aus außen, aber ich denke, bei anderen allen wird diese Regel auch funktionieren. Und umso öfter ihr was einfärbt, umso tiefer wird natürlich die Farbbrillanz und so tiefer wird auch die Farbe. Deswegen ein normales Blau ist am Anfang eher hellblau und wird dann am Ende hin zu einem dunkelblau. Und so können wir natürlich hier auch schon arbeiten und dann können wir auch mit so einem Verfahren auch schon bewusst schon manche Stellen einfach schöner, dunkler machen. Jetzt zum Beispiel rechts neben der Nase ist ja dann das helle Stück und daneben ist ja dann die Backe. Und da ist ja jetzt schon was Dunkles eingearbeitet den Rand entlang, aber den könnten wir dann eben mit 2, 3 mehr Schichten von der Hautfarbe nachher natürlich noch ein bisschen dunkler machen, wenn wir den Effekt erhöhen wollen. Und solche Sachen muss man natürlich auch mit bedenken und mit machen, um das Ganze einfach nochmal authentischer und runder wirken zu lassen. Das ist natürlich einfach nochmal an der Stelle gesagt. So, jetzt läuft meine Nase. Ich schneuze mal kurz, aber nicht ins Mikrofon.
So, jetzt mache ich da nochmal die Iris. Da habe ich ein bisschen Bockmist gemacht, glaube ich. Auch generell das Augeinnere habe ich generell ein bisschen nicht ganz so rund gemacht, wie ich es wollte. Oh, schnell der Wegwischfinger. Und dann hat sich das schon wieder erledigt. Ja, der Hardy hat zum Beispiel eine Schablone, was heißt, doch, ich glaube so eine Schablone, wie man es aus der Schule kennt, mit diesen Kreisen drin und Kreisen außen oder so. Oder, ich glaube, die hat er sich selber auch geplottert, irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Da hat er sich natürlich das ein bisschen einfacher gemacht, um damit quasi die Iris und den Augapfel und so, also das Schwarze in der Mitte eben einfach schön machen zu können, damit das auch passt. Ich mache das gerne alles freihand, weil ich dann einfach das für mich ein bisschen organischer anfühlt, wenn es nicht ganz auch hundertprozentig ist, weil 100% ist nie etwas. Kann natürlich dann auch schnell sein, dass manchmal sowas komischer wirkt, wenn man das dann natürlich, wenn das einfach zu rund oder zu perfekt oder nicht im Winkel passend passt nachher. Deswegen nehme ich es nicht gerne, aber für den Anfang könnt ihr das natürlich gerne machen. Da tut ihr euch natürlich leichter und wenn ihr dann geübter seid, macht es auch lieber von Hand. Dann sieht es einfach dynamischer und natürlicher aus und wenn was natürlicher aussieht, sieht es natürlich besser aus. Oh, da sind schon so viele Details drin. Wenn ich überlege, die ganzen Details auf der Wange, unterm Auge, auf der Nase, das geht alles so flöten, ey. Oh, da habe ich echt so abgekotzt, ey. Ich war echt kurz überlegt, ob ich die Leinwand in 2 prügel oder so. Oder ich mache es mit der Maxi, einfach abfackeln. Einfach mal kurz abfackeln. Da hat man dann richtige Flames gemacht. Das ist True Fire. Das ist dann True Fire. Geiler Scheiß. Ach Mann. Das war doch herrlich. Genau. Jetzt haben wir hier noch schön die Details. Ich glaube, wir kriegen die Augenbraue auch noch fertig heute. Und dann machen wir nämlich dann das nächste Mal noch Haare und so. Und dann kommen wir nämlich erst zum Einfärben. Kann auch sein, dass es schon der nächste Teil ist, wo wir einfärben. Müssen wir mal schauen, wo wir da sind überall. So, schön umgewackelt. Jetzt nehme ich euch nochmal kuschelig warm dran. Ich habe natürlich bei so einem Projekt, weiß ich, dass ich viel hin und her springe. Deswegen habe ich mich jetzt auch bei dem hier ein bisschen mehr zurückgehalten, sehr nah ranzugehen, weil ich eben die Tendenz habe, das einfach zu vergessen. Und dann seht ihr natürlich nicht viel, bringt euch natürlich auch nichts. Aber ich habe schon immer wieder, wie hier jetzt mal, wenn ich weiß, da bleibe ich jetzt nur noch oben, einfach mir nochmal gedacht, ich nehme euch nochmal ein bisschen näher ran, damit es doch einfach auch sinnvoller und stimmiger ist. Und dann seht ihr auch einfach nochmal ein bisschen mehr, ist manchmal auch nicht interessant, ist manchmal auch nicht schlecht. Sowas kommt zustande, wenn man nebenher noch am Tisch hier überall rumfingert. Dann redet man nur noch Nonsens. Aber ich schieb's jetzt mal auf den Hustensaft. Der Hustensaft war schuld. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich die Bank ausgeraubt habe. Der Hustensaft war schuld. Entschuldigung, was machen Sie in meiner Wohnung? Das ist meine Wohnung. Das ist eine Ausrede jetzt für alles. Schatz, das war der Hustensaft. So, hier machen wir wieder schön die Augenbrauen. Die Augenbrauen sind bei dem Bild sehr dunkel, wo man eigentlich kaum die Haare sieht. Aber wie ihr schon wisst, ich mache sie trotzdem gerne einzeln, weil das doch auch viel besser aussieht, wie wenn ihr da jetzt einfach manchmal einen fetteren Strich macht. Dann geht das natürlich auch, sieht danach auch ähnlich aus, aber so bringe ich natürlich schon wieder gleich farbliche Unterschiede rein, weil ich natürlich nicht den Untergrund voll ausmale, sondern hier natürlich auch der Untergrund ein bisschen sichtbar wird hier und da und auf der einen oder anderen Stelle und dadurch ergibt sich schon wieder ein viel dynamischeres, authentisches Bild. Hier schimmert ein bisschen was durch, da schimmert ein bisschen was durch. Durch die verdünnten Farben kriegen wir sowieso schon verschiedene Grautöne hin, wenn wir so arbeiten. Das macht es viel einfacher und viel realistischer zugleich.
Und deswegen male ich das nicht einfach aus, falls sich der ein oder andere so etwas fragen sollte. Genau. Und dann sieht das doch schon ganz cool aus. Ach, das ist trotzdem noch ein geiles Bild geworden. Ich bin so froh, dass das nachher am Ende des Tages noch wirklich gut hingehauen hat. Wirklich gut. Ich bin sowas von froh. Das war auch eher nachher so ein Trial and Error. Einfach mal probieren, ob es klappt oder nicht. Und ja, da bin ich schon stolz drauf. Das ist schon ein geiles Ding. Ich einfach mal hier mich selber feiern, gell? Weil es ja sonst keiner tut. Doch, es tun schon ein paar. Der harte Kern, der macht's. Aber ich finde es einfach geil. Man kann so schnell hin und her wechseln mit der Airbrush. Und sind wir mal ganz ehrlich, im Künstlerbereich gibt es doch nichts Geileres, wie mit der Airbrush zu arbeiten. Sagen wir mal, das ist wirklich das coolste Medium. Weil wenn man hier mit so einem Aquarellpinsel anfängt, kannst du mir doch nicht erzählen. Airbrushen ist der Shit. Da kann man hingehen und sagen, hey, Airbrushen wird immer in Verbindung gebracht mit Bikes, mit Autos, mit allem möglichen. Tätowierte Leute, Rock, Metal. Also den Punkt haben wir auf jeden Fall alle, auch wenn wir das nicht sind. Ja, das ist schon cool. Wirklich, wirklich cool. Jetzt machen wir noch ein bisschen die Stirn oben, so ein bisschen grob erstmal. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Farbverläufe macht, die auch manchmal nur grob ansetzen. Macht sie erstmal grob und dann, wenn es passt, dann könnt ihr die weiter verfeinern. So macht ihr euch immer das Leben leichter, so wie so eine Art Skizze. Ja, das Bild habe ich übrigens auch wieder nicht in Schwarz-Weiß gemacht selber, sondern ich kann das immer ganz gut einfach vom normalen Bild in meinem Kopf ins Schwarz-Weiße umtransferieren. Ich weiß nicht wieso, aber das kann ich perfekt. Wie hat der Chaos-Nip so schön gesagt, ich bin ja auch der Dave, er kann sowas. Deswegen mache ich das immer ganz gerne so. Und mache ich hier jetzt, guckt mal hier schon so ein bisschen mal kurz den Haaransatz, damit der nicht ganz so verloren geht, wenn ich da jetzt noch mehr arbeite. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich den jetzt noch einmal so grob rein. Und dann kann ich eben über das Vorgebruschte schon so ein bisschen drüber fahren. Und das meinte ich eben, dann sieht es einfach viel organischer aus. Viel besser. Und besser ist immer gut. Besser, am besten Dave. Das ist die neue Rangordnung. So, Dale. Jetzt hier noch ein bisschen das Ohr. Da wird auch noch mal mehr abgecovert. Die Haare waren jetzt nicht so stark beleuchtet. Die waren sehr dunkel, auch im Referenzbild. Eigentlich sind sie schon so ein bisschen eher dunkelbraun. Ich habe das da so ein bisschen angedeutet und ein bisschen gemacht. Prösterchen. Das war der Treibstoff an diesem Abend. Der darf schon sein. Dann läuft es noch viel besser. Dann werden die Bilder mindestens doppelt so gut. Mit richtigem Treibstoff. Oh, geil. Ja, ich glaube, der nächste Teil wird noch relativ lustig, weil da war, glaube ich, nachher ein bisschen mehr Treibstoff, als mir lieb war. Aber wer kennt's nicht? Wenn es läuft, dann läuft's, oder? So, jetzt haben wir hier, aber es sieht schon sehr rund, sehr cool aus. Ich glaube, den nächsten Teil sehen wir dann mehr wieder das Gesamtbild. Dann seht ihr das. Das sieht jetzt schon richtig rund und cool aus, ey. Und das ging doch jetzt doch recht flott von der Hand. Und genau, da eben die Stirn hat jetzt nicht so viele Riefen und hier Details, deswegen machen wir da einfach größere Farbverläufe und dann passt das nämlich auch wunderbar. Genau, einfach hier wieder so ein Wechselspiel zwischen Schwarz und Weiß, das ist einfach A und O und das sind zwei ganz auch einfach
viel, viel besser, könnt ihr viel schneller hin und her wechseln, ohne lange, blöde Zeiten. So, jetzt haben wir dann gleich mal wieder 1 Stunde rum. Das heißt für mich, wir sind jetzt hier gleich am Ende. Jetzt machen wir erstmal nichts mehr bis zum Teil 3. Und da hoffe ich, seid ihr auch wieder mit am Start. Ach, schaut's mal, dann noch ein bisschen zurückgezoomt. Schaut's mal, da sind wir aber. Seid ihr hoffentlich wieder mit am Start. Schaut's euch gerne mehr meiner Videos an, was euch jetzt der Algorithmus noch so zuschmeißt. Da gibt es ja einen Haufen Tutorials. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie man Feuer macht oder eine Chromschrift oder wie man einen Unschärfe-Effekt macht. Das seht ihr schön beim Blatt. Oder wenn ihr mal wissen wollt, wie man eine richtig geile Schlange macht. Ach, alles am Start. Schaut es euch gerne einfach da mal rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit meinen Videos.